Und zwar endlich, wir haben einen Phase 2 Trailer. Was heißt Trailer? Es ist ein Preview. Und dieses Ding geht eine halbe Stunde. Die reden eine halbe Stunde über Phase 2. Die werden darüber reden, was für Items kommen. Die werden darüber reden, was für ein Raid kommt. Es wird gesagt, was für ein PvP-Event kommt. Es wird Änderungen geben für Raid-Systeme und so weiter. Und da schauen wir mal mit rein. Phase 2 Preview. Hi, I'm Linny Cook Saverline, and I'm a producer. Ich hoffe, das ist on laut genug, aber ich Classic. denke schon, oder? Back at BlizzCon, we had the absolute pleasure of finally sharing Season of Discovery with you all, and we've loved watching all of the new Ja. challenges you've overcome, the meta you've created, and the adventures you've all had in Phase 1. And now we'd like to chat with you about Phase 2. Today Nice. we're going to do a brief overview of some of the new adventures in store for you. Brief Overview, das Ding geht eine halbe Stunde. Our topics today include information about our new 10-player raid Gnomeregan, Okay, Gnomeregan. dungeon updates. Dungeon Updates wird ja sein. Warte mal, Dungeon Updates bedeutet doch nicht Raid. Also die neuen Dungeon dann. Also hier Scarlet Monastery und so, ne? Also wir haben Raid-Informationen, Dungeon-Updates, Runen, PvP-Updates und Profession-Updates. Das sind Berufe. Und noch mehr. Rune Ability Updates, PvP Updates, Profession Updates, and more, which should help answer some of the questions we've gotten around our previous phase and where we're going with the new one. Bin gespannt. We're going to bop through our slides pretty fast, so you may want to pause or watch back through the recording Warte if you mal. want to catch Ist das eine everything up. KI-Stimme? Ich finde auch, die hört sich ein bisschen nach AI an. Ja, ich will sie jetzt nicht irgendwie flamen oder so, aber es klingt ein bisschen nach KI, muss ich ja sagen. Sie sagt gerade, das wird nur schnell überflogen. Eine halbe Stunde wird schnell überflogen. Ich werde überall mal ein bisschen Pause machen, aber ich werde auch noch auf alles später nochmal langsam We're eingehen. also going Ja. to put the build up on the PTR soon. We're doing something similar to Phase 1, where we only make the era and hardcore content available, not the season itself. It is Okay. likely there will be some data mining, but beware, Kosten not sparen, ja. everything you see data mined will actually be in the patch. This build will contain some experimental things, stuff for later phases, and things that maybe didn't work quite how we wanted them to. We're going to start off talking about our new raid Gnomeregan. Our assistant Okay. lead designer, Tim Jones, will be walking us through it. Der echte Tim Take it away, Jones Tim. oder AI Tim Jones? Hello there. Thank you, Lenny, for that introduction. I'm Tim Jones, the assistant lead game designer on World of Warcraft Classic, and it's my pleasure to talk to you more and give you a sneak peek at Gnomeregan, the second level up raid in Season of Discovery, and the raid content that you'll be participating in at level 40. Die sagen ja immer Level Up Raid. Eigentlich müssten sie es jetzt erklären, oder? Was sie damit meinen. Let's get into it. So, much like Blackfathom Deeps, Gnomeregan will be a 10-player raid. Okay, er redet ja drüber. Ich mach gleich mal Pause. There were originally 5 bosses. 100 neue Gnomeregan, Items. if you didn't count the Dark Iron Ambassador. So there's one more new boss that no one's ever fought before. And of course, redesigns from the ground up on all of the other bosses. So brand new experience overall. 9 A Epics. ton of new rewards and items. More Epics than we had Nee, warte in mal. Blackfathom Deep. 3-mal mehr Epics als im BFD. Also mindestens 10 neue Items. Also 10 neue Epics. BFD hatte 3. Obwohl, nee. Wenn man die Tasche mit einberechnet und die andere Tasche, hatte BFD 5 Epics. Die können doch nicht 16 Epics da reinpacken, oder? Ihr müsst überlegen. Schwert, Stab, 2 Taschen und ein Bogen. Sind 5 Epics. 3-mal so viel mindestens sind 15 plus 1. Neue Set-Items. With more sources, different bosses than just the last 2 bosses, dropping those. Mindestens New 15. item sets for classes to pursue. The quests and rewards have been brought up to level 40. And there's a brand new profession quest chain that leads into a pretty deep opportunity for people to find materials Sehr cool. and craft a lot of really cool and powerful items. Muss ich sagen, hat mir mit am besten gefallen, diese Profession Quest Sachen. Die fand ich immer sehr nice. Josh will get into that more down the line. 6 Bosse sind fein, ja. But some of the play spaces have had some changes. For people who aren't familiar with the Grubbus and Chomper encounter, you might notice that there are some radiation vents that weren't here. Den erinnert ihr euch. Der hat normalerweise dieses lange Event, wo man hier eine Viertelstunde mit dem Typen labern muss.
wird anscheinend geändert. will perhaps play a part in this encounter. Crowd Pummeler is Oh, now in a different part of the instance. I wonder what kind of mechanics, something that punches you really hard, der wird might ihn have to runterwerfen. do with being on a platform above a pit of death. Who knows? Das schaut cool aus. And there's a lot of excited onlookers ready for you to take on this robot. And Ich hoffe, er wird hard-hitting sein, ja. last boss of the instance may have added some Oh. additional mechanical suits with different properties to his arsenal. And Wait. Er hat verschiedene mechanische Suits. Reden wir nachher nochmal drüber. Aber der wird die wahrscheinlich wechseln, oder? Und je nachdem, was er anhat, wird er dann Immunität gegen manche Sachen haben. Denke ich mal. Irgendwie sowas. to face off against those. Oder, reden wir nachher nochmal drüber. Getting into Oh, warte. preview of the Gear. Ein Battle Chicken. Warte, das gab's doch als Inji-Trinket eigentlich. Den Battle Chicken. Gibt es das jetzt als normales? Hier ist so ein Mini-Edge-Master. Finde ich gut. Ein Trinket mit 1000 Armor. Was aber der Movement Speed runterzieht. Das ist der Crowd Pummeler, von dem wir geredet haben. Ist ein Exclusive für hier Paladin, Shaman, Druide. Dann haben wir hier unten den Muffler, das ist einfach nur so ein Mace. Right. Einfach nur ein Mace. Nichts Dolles. Dann haben wir noch einen Healing Mace und noch eine Offhand. exciting loot. There's some nods to old items. I think the one people will notice is the Also automatic kein crowd Crowd Pummeler pummeler. für No longer Boris. will you have to get individual manual crowd pummelers. You'll be able to pick up one and then use it over and over again with the cooldown. So hopefully that's a great quality of life improvement. Mhm. There's also some fun items that you can Fun pick up. Items. The Trog Transfigurator 3000. Nice. Little Macht einen orb of Trog. deception style transforming into a Trog. Aragriar's Whimsical World Warper. Play around with it. See where it takes you in the world. Einfach ein Teleporter. And some fun cosmetic items as well. Warte mal, das ist einfach ein Cosmetic-Item. Diese Brillen. Wait, die machen einfach Brillen rein als Cosmetic. Finde ich geil. Also, finde ich cool. No joke. Zählt das als Epic-Item? Zählt das hier als Epic? Here's a look at our set items. Oh, das ist wichtig. You can see that some set items actually have Setup ist specific wichtig. set Oh, Moment bonuses mal. for some classes. Wait. Also, Melee, also das Warrior-Set, ziemlich sicher. 1% Crit. Kein Agi, sondern Crit. Und du hast hier noch eine Chance auf Hit-Rating drauf. Außerdem Defense und so, das ist ziemlich egal. Aber hier, was steht hier denn? Chance on Spellcast to increase your damage and healing by 40. Ist ganz schön stark. No joke. Und auf 2er-Set-Bonus hast du das Hit-Rating schon drauf. Und dann hast du hier... Das ist ein Heal-Ding, oder? Ne, warte mal, Attack Power. Das ist hier Enhancer. Enhancer und Hunter? Maybe? Enhancer Hunter wird sein, ne? Mit Mana Regeneration. And we also have tokens now. Tokens? That will drop instead of having a gigantic loot Oh. list. Ich weiß nicht, ob ich contains Tokens all of mag. The set pieces, and you're getting frustrated if the same set piece drops. Ich bin kein Freund von Token, aber Every na gut. week, we've introduced set piece tokens that can be used by everyone for a specific piece of your armor. So Ja. you can pick if whoever loots the boot token will be able to turn that into a vest. Also bei den Tokens ist es so, ich werde später nochmal auf jedes Teil einzeln eingehen, nach dem Video. Ihr kriegt das Token, ihr kriegt ein Item gedroppt und das könnt ihr eintauschen gegen ein Set-Teil. To redeem it for their set piece boots. With Nomergon, there's a couple updates that we're making to dungeons. The first of which are the addition Dungeon of Update. quality of life skill books. Wait. These are skill books that have a chance to drop off of certain creatures in 5-man dungeons. Moment. And they add significant quality of life spells to your Habe ich nicht letztes Mal gesagt, vor einer Woche oder so, wäre das nicht geil, wenn sie Quality of Life Runen reinbringen, die aber nicht auf dem Runenslot ist, der wichtig ist. Die machen genau das. No. Ich nehme an, Enhanced Blessing wird sein.
dass deine Buffs einfach eine Stunde gehen. Ziemlich sicher. Totem Projection wird sein, dass du deine Totems alle zurückrufen kannst mit einem Klick, nehme ich an. Und Redirect ist doch hier. Ist Redirect nicht, dass du hier so eine Art Rogue Trade? Redirect. What the heck is Redirect? Arsenal that don't take up a rune slot. So we're excited for people to get their hands on these, and hopefully these solve some problems that players have been facing, such as Kombo-Punkte auf ein neues Ziel übertragen. short Das ist ein gutes Ding. Das könnte sein. Ja. True. aura durations with paladin blessings, totem control as shaman, rogues being able to have a spell that allows them to manipulate what target their combo points are Hat er on, gerade as gesagt. well as many, many others that we're excited for players to find when they jump into Und es wird noch phase mehr two. geben davon. And I'd like to pass off the Das ist auf jeden Fall nicht nur Quality of Life, das macht Schurke absolut broken. Ja, darf man nicht vergessen. Wenn er seine Kombo-Punkte rübernehmen kann auf ein neues Ziel, das macht ihn absolut stark. Das ist nicht nur Quality of Life. Ja, das ist wirklich ein dicker Schurke-Buff. Also insane dicker Schurke-Buff. Und er hat gesagt, da kommt noch mehr. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Warrior-Shouts und so kommt. presentation to Hallo, Nora Crude. to talk more about rune abilities. Thank you very much. Jetzt kommen Runen, die neuen. Hey, my name's Nora Valletta, and I'm a lead software engineer on WoW Classic. The team is very excited for you to head out and find those new rune abilities coming soon in Phase 2 of Season of Discovery. I'm here to give you a sneak peek at some of those abilities, so let's dive in. Paladins. Sheath of Light will cause damage dealt with your melee weapon to also increase your spell power. It'll also cause your critical heals to apply an additional heal over time on the target. Guarded by the Light will cause your Dealing damage with a melee weapon increase your spell power. Für 1 Minute. Okay, einfach mehr Damage. Und mehr melee Spell. weapon hits to restore mana over time. However, the amount healed by Flash of Light, Holy Light, and Holy Shock will be reduced By the in way, half. wir kriegen nur 2 neue Runeslots. Right. Schuhe und Gürtel. Ja. Hunters. Melee Specialist is a passive ability which will reduce the cooldown of Raptor Strike, cause it to trigger instantly, and each usage of Raptor Strike has a chance not to trigger its cooldown. Oh. Okay, Melee Hunter wird auf jeden Fall The gebufft. Specialist will also remove the cooldown of Mongoose Bite. Trap Launcher allows you to place traps at Okay, any Trap Launcher, location es war klar, dass der within 40 kommt. yards and allows you to place your traps while In combat. Combat. Additionally, your fire-based Ganz and ehrlich? frost-based traps Im Endeffekt machen sie jede Klasse einfach zur Woddelka-Klasse, kann das sein? So wie es sich anfühlt. Also sie bringen jetzt nicht unbedingt, außer dem Melee-Ding, nicht unbedingt neue Dinge rein, sondern sie geben jedem einfach Woddelka-Spells. have separate shared cooldowns. Warriors. Rallying Cry is a defensive ability which Okay. can be activated to increase the Command health of Shout. all party and raid members within 40 yards. Nein. Blood Surge gives some of your abilities a chance to make your next Ich slide hasse es. instant and cost no rage. Ich hasse diesen Spell. Der macht so wenig Spaß zu spielen. Also Hunter wird, glaube ich, extrem broken sein damit. Ich hasse Blood Surge. Ich habe es im Woddelka immer gehasst. Oh nein. Sage. Rogues. Use Shuriken Toss to throw a shuriken at your enemy, dealing damage to your target and up to 4 additional Okay, das ist ein bisschen AOE. Das ist ein bisschen AOE. Das könnte so ein bisschen Dolchfächermäßig sein, aber nur für 4 Targets. Ne? nearby targets. AOE-Threat. Master of Subtlety causes attacks made while stealthed and for a short Okay, time das ist after cool. exiting stealth Gefällt to mir. cause additional damage. Priests. Cast Mind Spike to blast your target with Shadow Frost damage and apply a Shadow debuff, Frost? which increases the critical strike chance of your next Mind Blast on that target. This debuff can stack up to 3 times. Also Crit Damage And mehr. fan favorite from future expansions, Oh. Pain Suppression can be Pain cast on a Sup. friendly target to significantly reduce their damage taken and Leute, increase viel their Spaß gegen resistance Priester im to BG. spell mechanics for a Ja, short viel time. Spaß, ey. Warlocks. Invocation. When you refresh some of your damage over time effects while they have less than 6 seconds remaining, instant damage will be dealt to your target equal to 1 tick of that spell's periodic damage. Okay, So you mehr don't Dot have Damage. to worry about Also, refreshing your dots at the exact perfect moment. das macht im Endeffekt Rotation für Dotlocks ein bisschen einfacher. Ne? Also wenn du die refresh, deine Dots, und die laufen fast ab, dann wird der restliche Damage vom Dot applied. Dance of the Wicked will trigger a buff which increases you and your pet's dodge chance anytime either of you deal a critical strike to an enemy. You'll also both gain 2% of your maximum mana when that Okay, happens. Tankiness braucht ein Warlock nicht mehr. Also no joke. Tankiness ist beim Warlock doch ziemlich egal. Mittlerweile. Is.
Missile Barrage gives your Arcane Blast, Oh. Fireball, and Frostbolt spells a chance to reduce the channeled duration of your next Arcane Missile spell Barrage by sieht sehr half, cool aus, finde ich, auf reduce its Mages. mana cost to 0, Sieht sehr nice aus. and cause missiles to fire every 0.5 seconds. Chronostatic Preservation is a really cool new spell that allows you to store some of your arcane, fire, Okay. and frost energy for later use. You can only hold this energy for a short time before Warte it mal. combusts and expires, but you can unleash it to heal a friendly target. Okay, im Endeffekt ist es Shaman so eine Art Holy Shock. Ja, du kannst deine Heals stacken und dann kannst du damit jemanden hochhealen. So expires, instant. but you can unleash it to heal a friendly target. Shamans. Maelstrom Weapon causes damage dealt with melee attacks to have a Okay, chance das ist to hier- reduce the cast time of your next Lightning Bolt, Chain Lightning, Lesser Heal, Spell Enhancer wird wahrscheinlich Meta werden. Ziemlich sicher. So wie man das sieht. Wird nicht der coole, traditionelle Enhancer sein, es wird Spell Enhancer werden. Sobald das dringend drin ist, wird Spell Enhancer wahrscheinlich besser sein. Auch Ele Shaman. Ich kann mir vorstellen, dass du auch kein Ele Shaman spielen wirst, sondern Spell Enhancer. Healing Wave, Chain Heal, or Lava Burst Mit Lava spell Burst. by 20%. Weil stell mal vor, du hast dieses Ding drauf. Ich weiß nicht, auf welcher Rune das ist, auf dem Bild. Du wirst ja, es macht ja keinen Sinn, einen Ele zu spielen, wenn du einfach Enhancer sein kannst. Oder Spell Enhancer. Mit Lava Burst und Overload auf der Brust. Dann wirst du einfach Melee spielen. Ne? Finde ich schade, muss ich sagen. Ich hätte mir lieber was Neues gewünscht. Oh, Moment. 45%, 30 Minuten. Das ist nur Horde, ne? Holy. Das Ding ist komplett broken. 45% Akku. Für 30 Minuten. Das ist komplett OP. Also komplett. Und das geht auf jeden rauf. By the target. Damit kannst du deinen Tank buffen. Das Ding ist wie Salvation Aura, nur 1000-mal besser. Holy moly. Also das ist insane. Target, you can kind of think of it like the opposite of Blessing of Salvation. Ah, hat er gerade gesagt. Ist While extrem some gut. shamans choose to battle with one weapon in each hand, others prefer to dish out devastating blows with a two-handed weapon. If that sounds like you, then we have Two-Handed Mastery. Ah, Each time you Mastery. strike an enemy with a two-handed weapon, you gain 30% attack speed war's? with two-handed weapons for 10 seconds. I don't know. Also, das wird nicht gut sein. Also, das wird auf jeden Fall keine Meta sein. Also, Meta wird, ich denke, es wird Spell Enhancer werden. Du wirst Dual wielden mit einer schnellen Waffe für den Kram hier. Und dann wirst du halt Caster-Decker tragen. Ja. Und dann wirst du diese Maelstrom-Procs fischen. Also, das wird nicht reichen, um Two-Hand-Meta zu machen, denke ich. Und das hier ist insane. Anyways, it's time for me to pass things over to Anna PvP Resendiz, who will updates. be sharing Bin with you gespannt. some updates on our new PvP event. Take it away, Anna. Neues PvP-Event. Can't wait for everyone to discover those new runes. They look amazing. Thank you, Nora. Hello. Hi. I'm Anna Resendiz, and I will talk to you about PvP. In this new level band, we're bringing a new PvP experience to you. Aha. You might have seen a little hint on our social media channels about this. So, our new PvP event is called the Blood Moon. The Blood Moon rises in Strangleton Vale, bringing with it absolute Okay, alle 3 Stunden on Timer, 30 Minuten geht das Event. mayhem. Zone Wide, ey, warte mal. When Ashenvale was created, we talked about how cool it would be for the event to be triggered by player activity in the area. Wait, das ist genau das, After was wir going gesagt through haben. feedback and seeing how Ashenvale played, in this event, we wanted to take a different approach and make it more predictable so you know when the battle will take place. So, the Blood Moon event will happen every 3 hours and we have a duration of 30 minutes. Believe me, you will be able to tell when the event is happening. The Blood Moon will shine its effect during this time and bring in a mysterious red fog to the Mhm. area. During this time, the whole zone will become a free-for-all PvP, Warte mal. meaning allies and enemies alike will be viable. Das ganze Ding wird free for all. Also, ein Hordler kann einen Hordler töten. Jeder gegen jeden. So habe ich es verstanden. Eigene Fraktion. Das wird krank werden. Das wird absolut dumm. Wisst ihr, was das Dumme daran wird? Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass hier alle Leute Spaß haben und free for all machen. Es wird einzelne Spots geben, wo einfach gecampt wird.
Irgendwie der Flugmeister wird gecampt, wenn Leute landen. Und solche Dinge. Targets for your Blood Rage. Everyone that is in the zone during this time will become a target. During the event, killing other players will allow you to earn a currency, which can be Currency? traded for various rewards. We'll talk about the rewards in a little bit. You can still group up, but be warned, the Blood Moon does not smile to those that battle in raid groups and will punish you for doing so. Okay. Large Raid Groups geht nicht, aber du kannst wahrscheinlich Fünfergruppen machen. Und was du einfach machen wirst, anstatt einer großen Raid-Gruppe, machst du einfach 3 Fünfergruppen und greifst dich nicht gegenseitig an. Ja, du wirst im Discord hängen und dich absprechen und sagen, jo, wir sind da. Und halt gegnerische Gruppen hauen, ohne dich selbst zu töten. There are those, of course, who refuse to give in the thirst of the blood. If it's peace what you seek, you can opt out of the event at Ist das in der any time Arena? by talking to the Sandalari Warte mal. emissary. Das ist in der Arena drin, oder nicht? Oder sehe ich es falsch? Wo ist das Ding? Das sieht aus wie die Schlingendortal-Arena mit den Tribünen an der Seite. You will not be able to earn any rewards if you opt out, and remember that General Realm PvP zone rules will still apply. Another big difference from Ashenville is that there won't be any PvE objectives. Kein Instead, PvE. Not only should you be wary of both enemies and allies alike, you should also keep an eye out for the chosen of the Blood Loa, who Der will sieht cool aus. absolutely destroy you. Does Fell River ring a bell? So, you might be wondering, how do I get my hands on that sweet rewards? There will be a merchant outside of Jo, Gurabashi Arena Feuer that will Damage. assist you with this. What about Aber Moment. Class ist Warrior, Class ist Mage. Viel Spaß an jedem Mage, der kein Feuermage ist. Bedeutet das, jede Klasse kriegt ein eigenes Epic? Der ist by the way nicht so geil, der Mage. 2,3 Speed ist zu langsam und zu schnell. about the rewards? Well, there are dozens of new class-specific item rewards. Sehr gut. Here are some examples of the Oh, new es gibt auch eine Quest mit Arati-Basen-Rep für PvP. rewards that come with the event. Additionally, there are new quests that will help with your Arathi Basin reputation journey. Aha. Do you want to see more about the cool rewards? What about a new car? Well, okay, not Ein Raptor und ein exactly a Tiger. car, but yes, you're seeing correctly. There will be 2 new faction-agnostic mounts that you will be able to acquire related to this event. These level 40 mounts have an appearance that is completely new to the game. Aha. I hope to see you in the battlefield. And up next, Josh will join. Also im Endeffekt, PvP-Event, du tötest Leute, kriegst eine Belohnung dafür und dann kriegst du dafür im Endeffekt Loot. Das war's. Und du kannst deine eigene Fraktion töten. Ja. us and he will talk to you about profession updates. Hello, my name is Josh Greenfield, senior game producer on WoW Classic. Manche reden so Let's leise dive right in irgendwie. and talk about what we're going to be doing with professions in Phase 2. I want to start by saying that we've been really thrilled with the reception to our professions editions in Phase 1. It was really exciting watching people sort of discover and unlock how to create your awesome, void touch leather gloves. And Ich muss aber sagen, die Berufe fand ich sehr spider nice. silk Ja. boots and all those things. We're doing this quite a bit for Phase 2. There will be around 20 new recipes across all non-gathering professions. This also includes Sorry. not just leatherworking, tailoring, and blacksmithing, but Okay. also alchemy, enchanting, and 20 neue Rezepte. Das ist verdammt viel. Also 20 neue ist sehr viel, muss ich sagen. Neue Helme. Ich hoffe, das sind Inji-Brillen. Ich hoffe so sehr Inji-Brillen. Neue Enchantments. Neue Engineering-Items, also Explosives. Und neue Alchemie-Rezepte. Ich denke, Meta wird es sein. Du wirst Engineering nehmen und dann einen Epic-Helm. engineering as well. So Ziemlich sicher. we want to spread the love around here. We want to make sure everything Unlock mit der is Quest really Chain, I see. cool this time. So that's what we're going to do. Just like in Phase 1, there will be an epic quest chain to unlock this, and we won't spoil anything about that today. You're going to have to get in the game. You're going to have to kind of go through that yourself. But if you liked what we did in Phase 1, you'll probably like this too. Next, I kind of want to talk a little bit about just some of the Okay, the let's see. recipes here. I'm not going to go into super great detail about what each of these are and all the stats and everything like that. As you can Holy. see, they're powerful. Also, wir haben auf jeden Fall den Kopf. Aber Braincage und Hood klingen nicht nach Brille, muss ich sagen. Was haben wir denn dabei? Hit-Rating,
All Active Poisons und Immunity to Nature Damage auf dem Helm vom Mail. Mana-Kosten von allen Spells. Runter bei Clove und Damage. Und der hat Pushbacks. Warte mal, Silence-Immunität für einen Paladin. Der Palla kriegt einfach 10 Sekunden lang Silence-Immunität. Komplett kaputt. Das Ding wird Meta sein für immer. PvP. Also es wird, glaube ich, keinen Moment geben, wo du im PvP nicht diesen Helm tragen wirst. Als Holy Palla. Stimmt ja. Neue Materials. Polished True Silver ist zum Beispiel neu. There's definitely going to be a trading and kind of economy aspect to these new professions recipes. And just like everything with Season of Discovery, we're most excited to see how players share resources and information to make these things. That's all we're going to say right now, but we think it's going to be a pretty fun thing to participate in the next phase. Few other things we kind of want to talk about. Okay, was haben wir hier? Alchemy and Enchanting in particular. Alchemy und Enchanting. Oh, Moment. Moment. Danke, Ulwit, für den Prime-Sub. Wieder einen Monat rum, ich werde alt. Danke für 29 Monate. Dieses Ding hier. Kann das nur einen Alchi benutzen? Weil das klingt ganz schön broken. Das wirst du pre-poppen, wieder im Infight poppen, ne? Ja, hallo, Bammer. 35 Tech-Bauer. Nee, danke auch für deinen Prime-Sub. Danke für den Prime. Hast du einen Prime? Hau ihn rein. Vielen Dank für den Support. Also das gibt im Endeffekt Damage. Und dann haben wir hier noch Enchanting. Siegel Innovation. Empowering you to deal 200 Damage and Healing. Enchanted Siegel of Innovation. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall wird der Damage hart gepusht werden. Moment. Leute, kauft euch jetzt schon die Mets davon. Wenn ihr irgendwie Gold machen wollt. Shadowöl ist mit drin. Wenn ihr irgendwie Gold machen wollt und hiervon ist was im AH, kauft den Kram weg. Ja, nur ein Tipp von mir. When we were looking at what we wanted to do here, we could obviously add more consumables and we can add more enchants for enchanters. And to a degree, we did. There are new enchanting material recipes other than what you see here. But one of the things about these professions is that in a lot of cases, they don't do a whole lot for your personal throughput. If you're one of these professions, a lot of times you can make things, and a lot of times you can make a lot of gold off of having these professions. But in terms of your actual like damage output or healing output, they don't really bring anything that you can't have someone else craft for you and bring. So that's what we wanted to try here. In particular, if you'll notice on the left side, there's this new Enchanted Sigil Innovation. And what this basically is that this is kind of like a world buff that you can carry around in your bag and give to yourself. And essentially, it has a 30-minute duration. But also das Ding ist ein World Buff, den nur Enchanter nutzen können. Ja. Also im Endeffekt buffen sie andere Berufe, aber die Meta wird sowieso sein, du nimmst die 2 besten Berufe. Das wird die Meta. Und dann verlernst du einen, nimmst dann den anderen. Ja. Es wird immer am besten gehen. Same thing with Alchemist here. They have the ability to make this essentially damage and healing consumable. Cookie, danke für die 100 Bits. Wunderschön. And that also restores a little bit of health and a little bit of mana. Danke für den Support. So that's just something that's a little unique for them this time, and we hope that you like these things. And more. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Also was ich machen werde, ich werde keine Berufe pushen und werde erstmal warten, welche Berufe Biss werden. Und dann nehme ich die. Bevor ich irgendwie einen Beruf pushe und der wird Mist, warte ich lieber, bevor ich wieder einen verlernen muss. Ne? We've kind of gone through an overview, phase 2 and some of the things that are coming in it. We do want to kind of, I guess, hit a few of the frequently asked questions that we've gotten recently about. Geh von Inji und dann wieder sowas wie Eiche und Enchanter. Vielen lieben Dank. Echt, für die 5er. Also Meta war ja aktuell Ingenieurskunst und
und einen So we'll hier dive into a few of these kind of things Gierberuf. and try and burn Also through as Inji possible. Lederer, Inji To give Blacksmith you und a so better weiter. Das war idea Meta. of kind of what's going on and what our thought process on some of this stuff is. So let's just go ahead and hop right in. We will start Oh, today die talking Schedule. about raid schedule. You know, we thought we'd start here because this is a pretty hot debate in the Oh, community jetzt right wird's now. interessant. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig spannend. We've seen a lot of great feedback on this and have weighed a great many perspectives about, you know, kind of when we should release the raid. Should we have it available from day one, or should we wait maybe a week or some other amount of time to unlock it globally at the same time? While it's impossible, we feel, to do something that will make every single person happy, we do think we can strike a bit of a compromise here. Kompromiss. We understand that, you know, the server or world first race is not just about who can zone in first. If the, you know, say if the raid unlocks at an arbitrary global time. And for a large group of players, it's also about who can get in the fastest after leveling. And it's very exciting for them to see what they can do when they're under geared or maybe without their full toolkit of runes and other like pre-raid items. And so, you know, that is one argument we've heard in favor of not delaying it. And we think it's a very compelling one. It is very exciting to participate in that and to watch that. On the other hand, though, if you're one of those players, the many players who really like to take their time leveling, we realize that 3-day lockout puts you in a position where you may miss several lockouts before you hit 40. And while it's pretty unlikely to actually matter all that much in the long run, as you will have plenty of lockouts this phase, it does still feel kind of bad. And one of the things we wanted to avoid with this season was too much feeling of FOMO. So by way of a compromise, what we're looking at doing this time is we will not delay the opening of the raid. Das We're ist going to insane. be putting the first 2 lockouts on kind of a normal. Okay, Moment. Das ist sehr gut gelöst. Also, der Raid wird von Tag 1 da sein, aber der Lockout, die ersten 2 Lockouts sind Weekly Lockouts. Also einmal pro Woche. Das bedeutet, wenn ihr hinterherhängt, verpasst ihr nicht so viele IDs. Weil die ersten 2 Lockouts pro Woche sind. Das ist eine sehr gute Lösung, ja. Und ab dem 20. Februar sind es dann 3 Tage Lockouts. Hä, das ist perfekt. Also legit. Da ist ja jeder happy mit, oder? Wir sind happy, weil wir können pushen. Wir können schnell Gnome-Regan gehen, erste ID. Und Leute, die nicht pushen können, verpassen nicht viel. Also, top, finde ich. Das ist echt top. Wednesday in Europe and so on and so forth, and whatever your regional unlock time or reset time is. This means that the first lockout will occur on February 13th, again in North America, in the morning with maintenance, and then the second will occur the following Tuesday on. Imagine Blizzard hat eine gute Lösung für ein bestehendes Problem. Hä? So each region you can offset for your regional maintenance time. What this allows us to do is, you know, enable folks who really want to push day one to get in as fast as possible and get that first, like world first or server first clear, or just the bragging rights of saying you did it first. That's something that we don't want to take away from you. Die Lösung gefällt und moin. Phone, ich finde die Lösung super. Alles ideal. Also was ich, keine Sorge Leute, ich werde am Ende nochmal über jede einzelne Thematik im Video reden. Ja, wir gehen das nochmal langsam durch. Leveling a little bit more casually or a little slower pace may not feel like they missed out on as much. It's not a perfect solution, and that's one thing we really want to stress is that when you. Das ist nicht mal mein Blizzard, direkt WoW aber gekündigt. And on this scale, So muss. No Ja. objectively correct answers. There are every decision we make, there's going to be people who like it, and there's going to be people who would prefer something else. But we feel that this acknowledges both major perspectives without really depriving either group of something special. So. We really hope that you like it, and we're going to keep looking at feedback on this. If this is something that works out well, we may carry this forward into future phases, and if not, we may just go back to the drawing board and try something else. But we really, really, really appreciate the ton of feedback we've gotten from the community on this. Ich finde es sehr gute Lösung. Social media, we've been watching forums, we've really been watching a lot of the commentary on this, and we couldn't have nothing we do without looking at and listening to what you guys are saying. So thank you so much for that. Kein Ding, Next gerne. thing we want to talk about a little bit is PvP matchmaking. You know, we realize that it can be frustrating to get matched against a full pre-made when queuing solo. Hier geht es jetzt vor allem gegen Premade. Ja. You still have significant concerns about completely bifurcating PvP queues into a separate PvP or small group queue. Keine What this PvP means extra queue. is if you're in a group of 5 or less, you'll have a dramatically higher chance to also get matched against groups of 5 or less. And if you're in a group of 6 or more. Okay, das ist auch eine gute Lösung. No joke.
Finde ich solide. Also Small Groups und Solo werden immer zusammengeworfen. Wird erstmal zusammengeworfen gegen Small Groups und Solo. Also wenn du 3 Leuten anmeldest, wirst du wahrscheinlich reingeworfen in eine Gruppe gegen Randoms mit 3 Leuten. Wenn du mit einer Premade anmeldest, wird erstmal nach einer Premade gesucht. Wenn du keine Premade finden solltest für eine gewisse Anzahl von Zeit, wirst du auch gegen Randoms reingeworfen. Finde ich, ist auch eine gute Lösung. Meiner Meinung nach. Same deal, you'll have a higher chance to get matched against larger groups or full groups. If the queues are long or the matchmaker can't find a good group that fits within these parameters after a certain amount of time, it'll abandon these rules and go ahead and match you with the first available so you can at least play a game. But by and large, we feel that this will help the situation a lot for those who just kind of want to. Genau, also im Endeffekt 1x5er Queue und Premade Queue. And not feel like they're always going against Premade. We do want to stress again, though, that we firmly believe that activities like PvP Battlegrounds are just more fun and less stressful when players group up and coordinate. We can understand that if you just want a PvP and you don't want to join a group for it, it can be a little bit more. Also was ich mir vorstellen kann, was Meta wird, du machst eine extrem starke 5er-Group und stompst die Randoms weg. Ja, so wie in TBC. You feel it needs to be, but ultimately coordination within your team, whether it's a pre-made or not, is going to be the key to success in any activity like organized PvP when you're playing against other players. Even when queuing solo, we encourage you to be as positive team members and coordinate with your groups to have the best time possible. So next, another common question Leveling is updates. that what the leveling buff will look like. We mentioned this at BlizzCon that whenever the level cap increases, we will put in an XP buff for the previous level band, and so what you can expect, for that. Ich bin auf den Also, Raid we've gespannt. gotten a lot of questions about what you can expect if you say you've done all the quests available to you at level 25, and what do you do for leveling, from like 25 to 30 if you've done all those quests. So for the first question, we'll be providing a flat 50% XP buff from the 1 through 25. Okay, den haben sie angekündigt, dass du schneller auf 25 kommst. Ne? BFD Raid will give a sizable amount of AP. Okay. So that if you do start a new character or a new alt, or if you have a friend that's joining in BFD gibt richtig viel XP you should anscheinend. be able to get caught up to level 25 fairly quickly with that buff. The other thing that we're doing in order to help the second situation where you may feel like you've done all the quests you can and you're not sure how best to level, we are going to make the Blackfathom Deeps raid give a very significant amount of experience when cleared in phase 2 when you're over level 25. Warte mal. It's keeping the lockout it has now, a 3-day lockout, to encourage players not to just do it every Moment. single day and engage in other activities, but it will be very lucrative and worth doing as long as it continues to give experience, which will probably be sometime into the mid or late 30s. Lastly, Waylaid Supplies are also seeing some adjustments. We're not quite ready to talk about the full suite of adjustments coming here because some of them are still undergoing tuning, but we are going to significantly increase the XP rewards for it, particularly in the ones from the 25 to 40 range. Also, kann man die Dinger vorfahren? Sie haben jetzt gerade gesagt, lohnt sich BFD mitzunehmen am 8. Ich denke ja. Ich denke schon, ja. Also du wirst anscheinend erstmal einen Raid machen. Mit 25. Finde ich geil. Also no joke. Also diese Waylaid Supply sind ja diese Kisten, die du sammeln kannst und füllen mit Loot. Und die sagten, vor allem die Kisten ab 25 werden gebufft. Aber ich denke auch, dass die Low-Kisten gebufft werden. Meint ihr, das lohnt sich 100 Stück davon zu farmen und damit voll zu machen? Oder deine ganze Bank damit zu füllen? Wollen wir das machen? Wir haben ja eh nichts vor. There will be new Waylaid Supplies turn-ins, and we want to make sure that they're very rewarding and they're something that you want to do. And we're also looking at removing some of the frustrations from this. Again, not quite ready to talk about the full details there, but if you've had concerns with some of the Nee, für die XP. aspects of them, then we're hoping to address some of those in the next phase as well. So Du kannst unendlich stay haben. tuned for a little bit more a little bit more information about that, and we'll have more as we get really close to patch. Man kann nur eine volle und eine leere mitnehmen. Nein, Leute, das ist schon seit Wochen behoben worden. Ungefähr 3 Wochen nach Release oder 2 Wochen nach Release wurde es behoben. Du kannst so viele volle Kisten mitnehmen, wie du willst. Die vollen Kisten sind nicht mehr einzigartig. Schon seit Wochen nicht mehr. Ja. Du kannst so viele volle haben, wie du Platz hast. Right. Phase launch. A few minor adjustments to Ashenvale are coming. Ashenvale. There will be a
fewer people in Ashen Vale specifically when the level cap increases. So we're going to go ahead and move the event to a rigid 3 Stunden Time time. Ashen Vale. Similar to what Anna talked about with the Stranglethorn Vale event. This will basically be every 3 hours on the mark. And it will happen without player intervention. Do note, though, we don't want to make you choose between doing an Ashen Vale battle and a Stranglethorn Vale battle. So the Ashen Vale timer will be offset by 1 hour. Die Timer von Ashen und SSC sind unterschiedlich. Starts at noon. This will start at 1 p.m. and they should never overlap. Yeah, so we're pretty excited about that, and we hope that the Ashen Vale battles continue. One other thing that is kind of a common question and topic is kind of what are we going to do with the world buffs in the next phase? Simply put, we're going to go ahead and cap them. The Ashen Vale Weekly Quest. Die geben XP, aber ich denke, da wird ein Nerf kommen, wie bei WSG-Token. Sie haben gerade gesagt, dass sie die buffen und nicht nerven. Also gerade eben hat er gesagt, die werden die XP erhöhen von den Dingern und nicht verringern. Ja. Deswegen überlege ich, ob ich welche vorfarmen soll. Auch wenn sie nicht viel geben. Wenn sie 500 geben oder so, ist ja auch schon geil. Wenn du 30 Stück hast. Okay. Begrenzt abgebbar. Nee, sie meinten gerade, dass sie gerade das buffen wollen. Mehr XP, bessere Level-Methode durch diese Kisten. Also denke ich nicht, dass sie die begrenzt abgegeben haben. Das wäre irgendwie weird. Dann würden sie genau dagegen sprechen, was sie gerade gesagt haben. Sie meinten, der Grind soll einfacher werden, ein bisschen entspannter und es soll XP geben. Und das wird es ja komplett kaputt machen. Okay. Finde ich eigentlich gut hier. Finde ich gut. Also BFD World bufft und die Trommeln sind weg. Ab 39. Die sind nicht mehr im Raid nutzbar. Finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht werden das Neukisten. Sie meinen, jede Kiste wird es kriegen. Vor allem ab 25 bis 40. Die kriegen noch mal mehr. Aber er hat nicht ausgeschlossen, dass die unter 25 nicht auch einen Buff bekommen. Ja. Leute, das finde ich gut. Finde ich in Ordnung. Weil ansonsten wäre die Meta gewesen, immer wieder BFD-Rennen mit irgendwelchen Zweitchars und diesen Buff holen. Finde ich gut. And we don't want it to be a slog to have to go all over the world to get all of these world buffs. And especially once we hit 60, we don't want you to have to slog through going all over the world and getting every world buff. So that's where we landed on that. We're obviously open to feedback on any of this. So please let us know what you think. Profession specializations. This is another really hot topic in the community. Just like with Phase 1 when we capped professions at 150, with Phase 2 we will be capping them at 225. Okay. Profession will be capped 225. Hatten wir gedacht. Ja. Spezializations sind nicht available. Bedeutet, kein Gnome-Ingenieur, kein Waffenschmied, kein Rüstungsschmied. Und es gibt was Spezielles für 50 und 60. We've decided that profession specializations will also not be available until Phase 3. So that's when the level cap goes to 50. We feel that profession specializations outside of engineering and a few other exceptions are kind of lackluster in original WoW, and we really want to do something fun and cool here, and we really want to take our time to do it right. So for Phase 3, profession specializations are going to have a large focus. And, okay. Obviously we're not going to talk about it now, but do stay tuned for more information on Klingt gut. Specialization Auf jeden Fall. as we move closer to Phase 3. Thank you. Another common question that we get is somewhat frustrating to answer. Wichtig. Simply because kind of the more we talk about it, the faster bad actors can work around our efforts, but it's botting and exploitative accounts in general. Botting is sort of a colloquial term. It includes a lot of things, including just exploitative gameplay that players engage in. And it has a negative impact on the game. It really does. It's something we don't like. It's something we actually hate. We spend a lot of time and a lot of effort trying to combat. Nice joke. Da muss er selber lachen. About the specifics of what we're doing, we do want to talk about some really Neue Testing. that's coming with Phase 2. Okay. Er sagt im Endeffekt, es wird neue Technologie kommen gegen Bots. Classic of its various flavors and modern for quite some time, and we've seen some very positive results from it. And so we want to set expectations that, there's never going to be a time where World of Warcraft or really any online game is going to be completely free of bad actors and malicious accounts. But we're very positive about the results we've seen from this new tech, and we're really excited to see it rolled out. Na gut. Paradoxically as well, kind of the more effective we are at some of these things,
the more outwardly visible the Es ist nett, dass sie es battles versuchen, ja. become. Das ist der Part der Präsi, der lustig sein soll, ja. Das ist dieser Comedy-Teil, ne? Increased bot activity as bot farms essentially spin up new accounts and start over. But there's been a few instances of this happening. We do a large ban wave, and then everyone, I see videos posted online of streams of bots going from one part of the world to the other. But when you see that stuff and when you report it, it actually helps us clamp down on. Okay, er sagt aber bitte reporten. Er meinte, reporten hilft. Ja. Also anscheinend hilft ja Reporten. Also die betteln ja immer darum, dass wir reporten sollen. Reportet rein, Leute. And it gets the bot farms into a position where they are constantly kind of 2 steps forward and like 2 steps backwards. So that is really helpful. And as much as it's frustrating to see, we really want to encourage you to continue to help us by reporting things. And we're going to continue to do exhaustive work on our side for this issue. Also mir tun die haben halt, das Ding ist auch, die Devs und so, die tun mir auch ein bisschen leid, teilweise, weil die sind so unterbesetzt. Es wurden ja 1600 Mitarbeiter entlassen. Ja, nicht nur bei Blizzard, sondern allgemein Microsoft, glaube ich. Und die meisten davon, alle GMs sind wohl weg. Es gibt wohl, die meisten GMs sind rausgeschmissen, die es noch gab. 1900. Die meisten Game Master, die sich irgendwie um euch gekümmert haben, sind weg. Das macht doch alles jetzt AI. Also auch Ingame-Bots und so, die sind halt komplett unterbesetzt, die Leute. Ja. Easy to talk about, but we really appreciate your patience with us. So the last topic that we really want to talk about, and this is kind of a big one, is just jumping right into it, starting with Phase 2 of Season of Discovery. Holy, warte. Das ist insane, warte. GDKPs werden gebannt. Das ist insane. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie das durchziehen. GDKP has some convenient social benefits, however, we feel that they're anti-ethical for the nature of the season. Also Classic ohne GDKPs. Finde ich spannend. Also viele Leute werden, denke ich, rumweinen, weil für viele Leute ist das nämlich ein System, wie sie eigentlich nur raiden können. Kaum jemand hat eine Gilde. Die ganzen Mainspec-Offspecs-Runs sind super schlecht organisiert und super, super bad von vielen Spielern. Also ich glaube, es wird hart werden. Also viele Leute werden gleich quitten, das Game. No joke. Finde ich spannend. Meiner Meinung nach, mir ist es egal, weil ich gehe sowieso mit der Gilde raiden. Ne? Was es mehr geben wird, was es auf jeden Fall mehr geben wird, jetzt sind Runs mit Soft-Reserves. Mit Hard-Reserves, ziemlich sicher. Also niemand wird mehr in den Run gehen, wenn er sein Item nicht kriegt. Baxter, danke für den Tier-1-Sub. Ein wunderschön, danke für den Support. Also ich denke, die meisten Leute werden einen eigenen Run aufmachen, sich Sachen reserven. Ne? Und was mehr kommen wird, werden hier Logs werden mehr gecheckt, Gearscore wird mehr gecheckt werden und es wird mehr gecheckt werden allgemein, ob du jetzt hier Präbis bist und so weiter. Ja. Das wird auch mehr gecheckt werden. Weil diese ganzen guten Spieler, ja, die waren ja alle in GDKPs. Und die werden jetzt wahrscheinlich auf Mainspec Offspec gehen oder auf Soft Reserve und da wird halt höhere Anforderungen dann gestellt werden. Bin gespannt. Bin ich sehr gespannt. Und ich bin mal gespannt, wie sie dagegen vorgehen. Weil sie haben keine GMs. Ich denke auch, Soft Reserve ist der Way to go und dann wird es Soft Reserve geben mit einem Hard Reserve. Auf dem Item, was der Raid Leader braucht. Also werde ich das machen, ziemlich sicher. By the loot master or whoever's doing the loot, and interested parties then bid gold for the item. When the highest bid wins, and when the gold is received, it's split within the participants of the raid. This is something we've been discussing for a very long time on WoW Classic, and it's not a decision we've arrived at lightly. It's fair to say that GDKP has some benefits to individuals who don't want to be tied to a traditional guild oder einfach eine Gilde suchen oder eine Gruppe bilden, die das zusammen macht. Es gibt halt, also viele Leute haben keinen Bock mehr, an einem bestimmten Tag bestimmt zu raiden. Die haben keine Lust, jeden Dienstagabend zu raiden. Manchmal können sie Dienstag nicht, weil der Sohn hat ein Fußballspiel. Keine Ahnung. Deswegen war GDKP vor allem ein System für Casuals, die normalerweise nicht viel Zeit hatten. Also ich bin gespannt. Aber ich glaube, das wird für viele Casuals vor allem ein Schlag ins Gesicht werden. Weil die Anforderungen für Random Raids werden wahrscheinlich höher werden. Ne? Und wird spannend.
set raid schedule, and GDKPs are, while largely transactional, another social activity in the game. Ob es dann feste Preise gibt, bin ich gespannt. Und was passieren kann, was auch passieren kann, wir werden später nochmal drüber reden, dass Discord-Server außerhalb von dem Game die Items versteigern. Also, dass die Versteigerung außerhalb vom Game stattfindet und man es gar nicht mitbekommt. However, we do remain concerned that GDKP erodes traditional guild and social structures that are in many cases the basis of our most fond memories of original World of Warcraft. And it's undeniable that GDKP contributes to and drives a lot of malicious accounts, illicit activity. GDKPs für Casual, die wenig Zeit haben, die Leute haben doch immer insane Gold. Das zu farmen dauert ewig. Nee, das zu farmen geht ganz schnell. Um das zu farmen, brauchst du ungefähr 3 bis 4 Klicks. RMT, botting, all of the things we just talked about. Season of Discovery is highly experimental in its nature, and we take chances. And this is Also die wollen, denke ich mal, die wollen Botting und so weiter, Gold kaufen, damit reduzieren. Also die sagen jetzt nicht, wieso sie das machen, aber 100%ig, die wollen verringern, dass Leute Gold kaufen. Das ist es einfach. So as of the launch of Phase 2 on February 8th, GDKP will no longer be permitted in the Season of Discovery. Okay, jetzt darf man es auch. AP2 nicht mehr. Communications with another FAQ to kind of go with this FAQ, talking about this. And, you know, once we do, we'll have that posted on forums and stuff. We'd really like to hear what you think. And we're going to really monitor feedback closely on this. Schade. This is Wird spannend. Ultimately, this decision came as a result of your feedback. And so, you know, we want to hear more of what you think of this. We want to hear how it goes as we move through this next phase. And if it doesn't work out, we'll revisit this policy for free. Nächste Phase wird dann wieder erlaubt, wenn die Playerbase gedroppt ist. Die wird auf jeden Fall droppen. Also ich kenne viele Leute, viele Spieler, die spielen nur wegen GDKP. Der soziale Aspekt mit Gilde gehört halt dazu. Ich finde es gut. Aber das nimmt dir ja keiner weg. Wenn andere Leute GDKP laufen, also ich habe ja auch eine Gilde mit sozialem Aspekt. Das ist ja nicht weg, weil andere GDKPs machen. Also meine Gilde wird dadurch ja nicht gelöscht. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Leute so das Game spielen lassen, wie man gerne möchte. Ja. Aber viele Leute werden SOD quitten. Ich sag's euch, das ist für die meisten der beste Weg gewesen zu raiden. Und der entspannteste. Ja. Darum, ich bin gespannt, wie es werden wird. Also ich bin gespannt, das war das Video. Ich muss noch einmal räuspern. Das war das Video. Ich finde gut, was kommt. Insgesamt gesehen ist es ein sehr guter Patch. Ich gehe jetzt gleich nochmal auf alles ein bisschen einzeln ein. Aber das war jetzt erstmal das Grobe, alles einmal durch für YouTube. Hat fast eine Stunde gedauert. Und hallo YouTube. Wenn ihr auf YouTube seid und das bis hierhin geschaut habt, ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr GDKP nice findet oder gut.